Entschuldigung, haben Sie einen Moment Zeit? Ja, natürlich. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich stehe hier vor diesem Ticketautomaten und bin total verwirrt. Das verstehe ich gut. Die Automaten hier in Zürich sind manchmal kompliziert. Ich möchte zum Flughafen fahren. Zum Flughafen Zürich-Kloten? Ja, genau dahin. Mein Flug geht in 3 Stunden. Das ist kein Problem. Das schaffen Sie locker. Welches Ticket muss ich hier auswählen? Zuerst müssen Sie auf dem Bildschirm den Zielort eingeben. Also tippe ich hier auf Flughafen? Ja, drücken Sie einfach auf das Symbol mit dem Flugzeug. Oh, ich sehe es. Jetzt zeigt der Automat verschiedene Preise an. Möchten Sie eine einfache Fahrt oder eine Tageskarte? Nur eine einfache Fahrt bitte. Ich komme heute nicht zurück. Dann wählen Sie Einzelbillett. Gut, das habe ich gemacht. Muss ich erste oder zweite Klasse fahren? Die zweite Klasse ist in der Schweiz sehr gut und günstiger. Alles klar, dann nehme ich die zweite Klasse. Haben Sie ein Halbtagsabo? Nein, was ist das? Das ist eine Rabattkarte für die Bahn. Wenn Sie keine haben, wählen Sie Vollpreis. Okay, ich drücke auf Vollpreis. Jetzt steht hier 13,80 Franken. Das ist der korrekte Preis für eine Fahrt zum Flughafen. Kann ich hier mit meiner Kreditkarte bezahlen? Ja, stecken Sie die Karte einfach unten in den Schlitz. Es funktioniert. Der Automat druckt jetzt das Ticket. Sehr gut. Vergessen Sie Ihr Wechselgeld nicht, falls Sie bar bezahlen. Ich habe mit Karte bezahlt, also ist alles okay. Wunderbar. Jetzt haben Sie Ihr Ticket. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Von welchem Gleis fährt der Zug? Sie können fast jeden Zug nehmen, der in diese Richtung fährt. Woher weiß ich, welcher Zug zum Flughafen fährt? Schauen Sie auf die große blaue Tafel dort oben. Da stehen sehr viele Züge. Suchen Sie nach dem Wort Flughafen oder nach einem Flugzeugsymbol. Ah, ich sehe es. Gleis 31. Das ist im Untergeschoss. Sie müssen die Rolltreppe nach unten nehmen. Ist das weit weg von hier? Nein, nur 2 Minuten zu Fuß. Fahren die Züge oft? Ja, alle 10 oder 15 Minuten fährt ein Zug. Das ist wirklich praktisch. Die Fahrt dauert auch nur etwa 10 Minuten. So schnell? Das ist toll. Ja, der Bahnhof am Flughafen ist direkt unter dem Terminal. Muss ich dort noch lange laufen? Nein, Sie gehen einfach nach oben und sind beim Check-in. Sie kennen sich wirklich gut aus. Wohnen Sie hier in Zürich? Ja, ich arbeite hier in der Nähe vom Hauptbahnhof. Zürich ist eine sehr schöne Stadt, aber teuer. Das stimmt. Die Schweiz ist allgemein nicht günstig. Aber die Züge sind sehr pünktlich, oder? Meistens ja. Wir sind stolz auf unsere Pünktlichkeit. In meinem Land ist das leider anders. Hier müssen Sie sich keine Sorgen machen. Gut, ich habe noch eine Frage zum Ticket. Ja, bitte? Muss ich das Ticket noch irgendwo entwerten? Nein, das Ticket vom Automaten ist schon gültig. Also muss ich nicht stempeln? Nein, steigen Sie einfach in den Zug ein. Perfekt. Vielen Dank für Ihre Geduld. Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Danke gleichfalls. Einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen und guten Flug. Auf Wiedersehen. Don't forget to use our website langfad.xyz, where you can get essential words and phrases, an Anki deck, and a PDF file based on this lesson. The link is in the video description. Guten Tag, die Pässe bitte? Guten Tag. Hier sind meine Dokumente und der Pass meiner Frau. Dankeschön. Woher kommen Sie gerade? Wir kommen aus Polen. Wir sind heute Morgen dort losgefahren. Und was ist das Ziel Ihrer Reise? Wir möchten nach Deutschland, nach Berlin. Reisen Sie aus privaten oder aus geschäftlichen Gründen? Wir machen Urlaub. Wir wollen die Stadt besichtigen. Wie lange möchten Sie in Deutschland bleiben? Wir haben für 2 Wochen ein Hotel gebucht. Haben Sie die Buchungsbestätigung dabei? Ja, einen Moment bitte. Ich suche sie in meiner Tasche. Lassen Sie sich Zeit. Hier ist das Dokument vom Hotel in Berlin. Danke, das sieht gut aus. Wem gehört dieses Auto? Das ist mein Auto. Es ist auf meinen Namen angemeldet. Haben Sie die Fahrzeugpapiere und die Versicherung dabei? Ja, hier ist der Fahrzeugschein und die grüne Versicherungskarte. Vielen Dank. Bitte öffnen Sie jetzt den Kofferraum. Natürlich. Ich steige kurz aus und öffne ihn für Sie. Was haben Sie in diesen 2 großen Koffern? Da ist nur unsere Kleidung für den Urlaub drin. Haben Sie Geschenke oder Waren für den Verkauf dabei? Nein, gar nichts. Nur persönliche Sachen. Führen Sie Alkohol- oder Tabakwaren mit sich? Ich habe 2 Flaschen Wein als Geschenk für Freunde. Das ist erlaubt. Haben Sie mehr als 10.000 Euro Bargeld dabei? Nein, so viel Geld haben wir nicht. Haben Sie verbotene Gegenstände wie Waffen oder Drogen im Auto? Nein, natürlich nicht. Gut. Wer ist die Dame auf dem Beifahrersitz?
Das ist meine Ehefrau. Kann sie bitte auch kurz ihr Fenster herunterkurbeln? Ja, Schatz, mach bitte das Fenster auf. Danke, alles in Ordnung. Wie lange fahren Sie schon Auto? Ich habe meinen Führerschein seit 10 Jahren. Sind Sie müde? Die Strecke von der Grenze ist lang. Ein bisschen müde bin ich schon, aber wir machen oft Pausen. Das ist wichtig für die Sicherheit. In Deutschland gilt auf vielen Autobahnen kein Tempolimit. Ich weiß, aber ich fahre lieber vorsichtig und langsam. Das ist eine gute Einstellung. Haben Sie eine Warnweste im Auto? Ja, sie liegt hier im Handschuhfach. Und der Verbandskasten, ist er noch haltbar? Ja, ich habe ihn erst vor 2 Monaten geprüft. Sehr gut. Sie scheinen gut vorbereitet zu sein. Wir möchten keine Probleme bekommen. Das verstehe ich. Hier sind Ihre Pässe und die Dokumente zurück. Ist alles in Ordnung? Dürfen wir weiterfahren? Ja, alles ist korrekt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub in Berlin. Vielen Dank. Wie ist das Wetter in Berlin? Wissen Sie das? Gestern war es sonnig, aber heute soll es regnen. Oh, das ist schade. Aber wir haben Regenschirme dabei. Dann ist das kein Problem. Berlin ist auch bei Regen schön. Das hoffen wir auch. Vielen Dank für Ihre Freundlichkeit. Gerne. Gute Fahrt und passen Sie auf sich auf. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hallo, guten Tag. Ich bin heute das erste Mal hier. Hallo, herzlich willkommen in unserem Coworking Space. Danke. Mein Name ist Thomas. Ich habe online einen Tisch gebucht. Freut mich, Thomas. Ich bin Julia, die Community Managerin. Freut mich, Julia. Kannst du mir zeigen, wie alles hier funktioniert? Sehr gerne. Zuerst zeige ich dir deinen Arbeitsplatz. Das wäre super. Ich brauche einen ruhigen Ort. Dein Tisch ist hinten im blauen Bereich. Dort ist es sehr leise. Perfekt. Gibt es hier auch stabiles WLAN? Ja, natürlich. Das Passwort steht an der Wand auf der kleinen Tafel. Ah, ich sehe es. Das Passwort ist ziemlich lang. Ja, aber es ist sehr sicher. Wir haben hier Highspeed-Internet. Das ist wichtig für meine Arbeit. Ich habe viele Videoanrufe. Für Telefonate haben wir spezielle Kabinen. Darf ich an meinem Tisch nicht telefonieren? Kurze Gespräche sind okay, aber für lange Meetings sind die Kabinen besser. Das macht Sinn. So störe ich die anderen Leute nicht. Genau, wir achten hier sehr auf eine ruhige Arbeitsatmosphäre. Wo finde ich denn die Küche? Ich brauche morgens immer einen Kaffee. Komm mit, ich zeige sie dir. Sie ist direkt hier um die Ecke. Oh, die Küche ist ja sehr modern und groß. Wir haben eine Kaffeemaschine, einen Wasserkocher und eine Mikrowelle. Kostet der Kaffee extra? Nein, Kaffee und Tee sind für alle Mitglieder kostenlos. Das ist ja ein toller Service. Gibt es auch Milch im Kühlschrank? Ja, wir haben normale Milch und auch Hafermilch. Super, ich trinke gerne Hafermilch. Darf ich mein Essen im Kühlschrank lagern? Ja, aber bitte schreib deinen Namen auf deine Sachen. Das werde ich machen. Wo kann ich Dokumente ausdrucken? Der Drucker steht dort drüben, neben dem Empfang. Brauche ich dafür ein spezielles Programm auf meinem Laptop? Du kannst dein Dokument einfach per E-Mail an den Drucker schicken. Das klingt einfach. Wie ist die Adresse vom Drucker? Die Adresse steht direkt auf einem Aufkleber am Gerät. Alles klar, das finde ich bestimmt. Habt ihr auch einen Scanner? Ja, der Drucker kann auch scannen und Dokumente digitalisieren. Wunderbar. Und was mache ich, wenn ich Hilfe bei der Technik brauche? Du kannst mich jederzeit fragen oder meinen Kollegen Markus. Ist Markus auch immer hier? Er ist meistens von 9 bis 17 Uhr da. Gut zu wissen. Wie sind eigentlich die Öffnungszeiten vom Coworking Space? Mit deinem Code kannst du 24 Stunden am Tag reinkommen. Das ist sehr praktisch. Ich arbeite manchmal spät am Abend. Viele Leute hier nutzen das Angebot am Wochenende. Gibt es hier auch einen Ort, wo man sich entspannen kann? Ja, wir haben eine Dachterrasse mit einer schönen Aussicht. Das klingt fantastisch. Darf man dort auch rauchen? Nur in der markierten Ecke auf der Terrasse. Im Gebäude ist Rauchen verboten. Das ist okay für mich. Ich rauche sowieso nicht viel. Wir haben auch einen Ruheraum mit einem Sofa für kleine Pausen. Ihr habt wirklich an alles gedacht. Wir möchten, dass sich unsere Gäste hier wohlfühlen. Ich fühle mich jetzt schon sehr willkommen. Das freut mich sehr zu hören. Hast du noch weitere Fragen? Im Moment nicht. Ich fange jetzt erstmal an zu arbeiten. Viel Erfolg bei deiner Arbeit heute, Thomas. Danke, Julia. Wir sehen uns später in der Küche. Bis später. Genieße deinen ersten Arbeitstag. Danke, mach ich. Tschüss. Tschüss. Guten Tag, Frau Meier. Schön, dass Sie heute gekommen sind. Guten Tag, Herr Schneider. Vielen Dank für die Einladung. Nehmen Sie doch bitte Platz. Möchten Sie ein Glas Wasser? Ja, gerne. Das ist sehr nett von Ihnen. Also, wir suchen eine neue Babysitterin für unsere 2 Kinder. Das habe ich in Ihrer Anzeige gelesen. Wie alt sind die Kinder? Mein Sohn heißt Lukas und ist 5 Jahre alt. Und wie alt ist das zweite Kind? Meine Tochter heißt Sophie und ist 3 Jahre alt. Das ist ein schönes Alter.
Erzählen Sie mir bitte mehr über sie. Lukas spielt gerne mit Autos und Sophie liebt es zu malen. Das klingt toll. Ich male auch sehr gerne mit Kindern. Haben Sie schon Erfahrung als Babysitterin gesammelt? Ja, ich arbeite schon seit 3 Jahren als Babysitterin. Bei wie vielen Familien haben Sie bisher gearbeitet? Ich war bei 2 Familien in meiner Heimatstadt tätig. Warum möchten Sie diesen Job bei uns machen? Ich mag Kinder sehr und verbringe gerne Zeit mit ihnen. Das ist uns sehr wichtig. Was machen Sie normalerweise mit Kindern? Wir gehen oft auf den Spielplatz oder lesen Geschichten vor. Sophie liebt Geschichten. Können Sie auch einfache Mahlzeiten kochen? Ja, ich kann Nudeln kochen oder gesunde Sandwiches machen. Das reicht völlig aus. Die Kinder essen gerne Obst und Gemüse. Das ist gut. Ich achte sehr auf eine gesunde Ernährung. Wie sieht Ihr Zeitplan aus? Wann können Sie arbeiten? Ich habe meistens am Nachmittag ab 15 Uhr Zeit. Das passt perfekt zu unseren Arbeitszeiten. Und wie sieht es am Wochenende aus? Manchmal brauchen wir auch am Samstagabend Hilfe. Wäre das möglich? Ja, am Samstagabend bin ich flexibel. Wie viel möchten Sie pro Stunde verdienen? Ich dachte an 15 Euro pro Stunde. Ist das für Sie okay? Ja, das ist ein fairer Preis für uns. Wohnen Sie hier in der Nähe oder weit weg? Wir wohnen direkt gegenüber vom großen Stadtpark. Das ist super. Dann kann ich mit den Kindern dort spazieren gehen. Genau, das machen wir auch oft. Haben Sie noch Fragen an mich? Ja, haben die Kinder irgendwelche Allergien? Nein, Sie sind gesund und haben keine Allergien. Das ist beruhigend zu wissen. Haben Sie ein Auto oder kommen Sie mit dem Bus? Ich komme mit dem Bus. Die Haltestelle ist fast vor Ihrer Tür. Stimmt, die Verbindung ist hier wirklich sehr gut. Wann möchten Sie entscheiden, wer den Job bekommt? Wir sprechen noch mit einer anderen Person und rufen Sie morgen an. Das klingt gut. Ich warte dann auf Ihren Anruf. Vielen Dank für das nette Gespräch heute. Ich danke Ihnen auch. Einen schönen Tag noch, Herr Schneider. Auf Wiedersehen, Frau Meier. Bis bald. Auf Wiedersehen. Hallo, Herr Rossi. Kann ich Ihnen kurz helfen? Hallo, Frau Weber. Ja, gerne. Ich bin etwas verwirrt. Geht es um die Mülltonnen hier im Hof? Ganz genau. In meinem Land ist das System ganz anders. Keine Sorge. Am Anfang ist es für jeden schwierig. Warum gibt es so viele verschiedene Farben? Jede Farbe steht für eine andere Art von Abfall. Was kommt zum Beispiel in die blaue Tonne? In die blaue Tonne kommt nur Papier und Karton. Also auch alte Zeitungen und Prospekte? Ja, genau. Aber der Karton muss sauber sein. Verstehe. Und was ist mit der gelben Tonne? Die gelbe Tonne ist für Verpackungen aus Plastik und Metall. Kommen da auch leere Joghurtbecher hinein? Ja, aber bitte spülen Sie sie vorher kurz aus. Und was mache ich mit Konservendosen? Die kommen auch in die gelbe Tonne. Okay, Papier blau und Plastik gelb. Das merke ich mir. Dann haben wir noch die braune Tonne. Das ist der Biomüll. Was genau gehört in den Biomüll? Alle Reste vom Essen, wie Obstschalen oder Gemüsereste. Dürfen da auch Fleischreste hinein? Ja, das ist erlaubt. Auch Kaffeesatz kommt dort hinein. Und was ist mit der schwarzen Tonne am Ende? Das ist der Restmüll. Da kommt alles hinein, was nicht in die anderen passt. Zum Beispiel Windeln oder Staubsaugerbeutel? Genau richtig. Aber bitte keine Batterien in den Restmüll werfen. Wo muss ich alte Batterien hinbringen? Batterien bringt man zum Supermarkt. Dort stehen spezielle Boxen. Ah, das ist gut zu wissen. Und was ist mit Glasflaschen? Für Glas haben wir große Container an der nächsten Straßenecke. Gibt es dort auch eine Trennung nach Farben? Ja, es gibt Container für Weißglas, Braunglas und Grünglas. Das ist ja eine richtige Wissenschaft hier. Man gewöhnt sich schnell daran. Es ist wichtig für die Umwelt. Das stimmt natürlich. Ich möchte alles richtig machen. Das finde ich sehr lobenswert von Ihnen. Was mache ich mit alten Möbeln, die ich nicht mehr brauche? Das nennt man Sperrmüll. Dafür muss man einen Termin bei der Stadt machen. Kostet das viel Geld? Meistens ist es einmal im Jahr kostenlos. Vielen Dank für die ausführliche Erklärung, Frau Weber. Sehr gerne. Wenn Sie weitere Fragen haben, klopfen Sie einfach an meine Tür. Das mache ich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Danke, gleichfalls. Viel Erfolg beim Sortieren. Danke, bis bald. Grüß Sie. Das ist aber ein schöner Käseladen hier. Grüß Sie. Willkommen in unserer Sennerei. Möchten Sie etwas probieren? Ja, sehr gerne. Ich liebe Schweiter Käse. Das freut mich zu hören. Welche Sorte mögen Sie am liebsten? Ich mag Käse, der nicht zu mild, aber auch nicht zu stark ist. Dann probieren Sie doch mal diesen jungen Emmentaler hier. Der schmeckt sehr gut. Er ist sehr mild und nussig. Das ist der Klassiker. Die Löcher sind typisch für ihn. Warum sind eigentlich Löcher im Käse? Das passiert durch die Reifung und spezielle Bakterien. Sehr interessant. Was haben Sie noch im Angebot? Hier habe ich einen Appenzeller. Er ist viel würziger. Darf ich ein kleines Stück versuchen? Natürlich. Hier, bitteschön. Vorsicht, er hat viel Aroma. Oh ja, der ist wirklich kräftig, aber er schmeckt fantastisch.
Der Appenzeller wird mit einer geheimen Kräutersulze behandelt. Eine geheime Mischung? Das klingt ja spannend. Ja, niemand kennt das genaue Rezept. Es ist eine lange Tradition. Haben Sie auch Käse aus dieser Region hier? Ja, dieser Bergkäse kommt direkt von der Alm dort oben. Er sieht sehr gelb und fest aus. Ist er alt? Er ist 12 Monate gereift. Probieren Sie mal. Der ist mein Favorit. Er ist so intensiv und cremig. Das ist unser Stolz. Die Kühe fressen dort oben nur frische Kräuter. Das schmeckt man sofort. Wie viel kostet ein Kilo davon? Das Kilo kostet 28 Franken. Das ist ein stolzer Preis, aber die Qualität ist es wert. Möchten Sie ein Stück davon mitnehmen? Ja, ich hätte gerne 300 Gramm von dem Bergkäse. Gerne. Soll ich es Vakuum verpacken? Ja, bitte. Ich habe noch eine lange Heimreise vor mir. Das ist kein Problem. So bleibt der Käse lange frisch. Verkaufen Sie hier auch frisches Brot dazu? Ja, wir haben dort hinten frisches Bauernbrot. Dann nehme ich noch einen kleinen Laib Brot dazu. Möchten Sie auch eine Flasche Wein aus der Region probieren? Welcher Wein passt denn gut zu diesem Bergkäse? Ein trockener Weißwein passt hervorragend dazu. Nein, danke. Heute nehme ich nur den Käse und das Brot. In Ordnung. Das macht dann insgesamt 32 Franken. Hier sind 50 Franken. Und 18 Franken zurück. Vielen Dank. Ich danke Ihnen für die tolle Beratung und die Kostprobe. Es war mir ein Vergnügen. Besuchen Sie uns bald wieder. Das werde ich bestimmt machen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und genießen Sie den Käse. Guten Tag, Herr Schmidt. Kommen Sie bitte herein. Guten Tag, Frau Doktor. Vielen Dank. Wie geht es Ihnen heute? Ehrlich gesagt, ich fühle mich nicht sehr gut. Das tut mir leid zu hören. Erzählen Sie mir bitte mehr. Ich bin in letzter Zeit sehr oft müde. Haben Sie viel Arbeit im Moment? Ja, mein Job ist zurzeit sehr stressig. Was machen Sie beruflich? Ich arbeite als Programmierer in einer großen Firma. Sitzen Sie den ganzen Tag vor dem Computer? Ja, fast 8 oder 9 Stunden täglich. Das ist sehr anstrengend für die Augen und den Kopf. Das stimmt, am Abend habe ich oft Kopfschmerzen. Schlafen Sie nachts gut? Nein, leider nicht. Ich wache oft auf. Denken Sie nachts an Ihre Arbeit? Ja, ich denke an die Projekte und die Probleme. Das ist ein Zeichen für zu viel Stress. Was kann ich dagegen tun? Machen Sie nach der Arbeit Sport? Nein, ich bin abends zu müde für das Fitnessstudio. Sie müssen nicht schwer trainieren. Ein Spaziergang reicht oft. Gehen Sie auch spazieren? Ja, jeden Abend für 30 Minuten im Park. Hilft das wirklich gegen den Stress? Ja, die frische Luft und die Bewegung sind sehr wichtig. Vielleicht sollte ich das auch versuchen. Essen Sie regelmäßig zu Mittag? Oft esse ich nur schnell ein Sandwich am Schreibtisch. Das ist nicht gut. Sie brauchen eine richtige Pause. Ich habe aber so viele Aufgaben. Die Arbeit wird nie fertig, aber Ihre Gesundheit ist wichtig. Da haben Sie wahrscheinlich recht. Trinken Sie viel Kaffee? Ja, etwa 5 oder 6 Tassen am Tag. Das ist zu viel Koffein. Das macht Sie nervös. Ich brauche den Kaffee, um wach zu bleiben. Versuchen Sie es mal mit Tee oder Wasser. Das wird schwierig für mich sein. Fangen Sie mit kleinen Schritten an. Was ist noch wichtig für die Entspannung? Haben Sie ein Hobby? Etwas, das Ihnen Freude macht? Ich höre gerne Musik oder lese ein Buch. Das ist sehr gut. Machen Sie das öfter. Ich nehme mir oft keine Zeit dafür. Planen Sie Ihre Freizeit wie einen Termin. Das ist eine gute Idee. Ich schreibe es in meinen Kalender. Sehr schön. Wie fühlen Sie sich jetzt, nachdem wir gesprochen haben? Ein bisschen besser. Es tut gut, darüber zu reden. Das freut mich. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ja, ich komme gerne wieder. Ich wünsche Ihnen einen ruhigen Abend ohne Arbeit. Vielen Dank, Frau Doktor. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Schmidt. Hallo Anna, schön, dass du da bist. Hallo Lukas, danke für die Einladung zur Ausstellung. Gefallen dir die Bilder hier im ersten Raum? Ich weiß nicht so recht. Sie sind sehr bunt. Ja, das ist moderner Expressionismus. Schau mal dieses Bild hier drüben. Welches meinst du? Das mit den blauen Kreisen? Nein, das große Bild mit dem roten Viereck in der Mitte. Ah, ich sehe es. Was denkst du darüber? Ehrlich gesagt, ich verstehe es überhaupt nicht. Warum nicht?
Es sieht doch sehr interessant aus. Es ist nur ein rotes Viereck auf weißem Grund. Vielleicht möchte der Künstler damit Ruhe zeigen. Für mich sieht es eher langweilig aus. Kunst muss nicht immer kompliziert sein. Das stimmt, aber ich mag Bilder von Landschaften lieber. Landschaften sind klassisch, aber das hier ist neu. Was bedeutet dieses schwarze Kabel an der Wand? Ich glaube, das gehört auch zum Kunstwerk. Ein Kabel? Ist das wirklich Kunst? Ja, es symbolisiert die Verbindung in unserer Welt. Das ist eine interessante Idee, aber sehr seltsam. Moderne Kunst will uns zum Nachdenken bringen. Das schafft sie auf jeden Fall. Ich bin verwirrt. Schau mal dort. Das Bild dort hat viele dunkle Farben. Es wirkt ein bisschen traurig, findest du nicht? Ja, vielleicht hatte der Maler einen schlechten Tag. Die Skulptur in der Mitte gefällt mir besser. Die aus Metall und Glas? Ja, sie glänzt so schön im Licht. Die Formen sind wirklich sehr elegant. Wer ist eigentlich dieser Künstler? Er kommt aus Berlin und ist noch sehr jung. Er hat auf jeden Fall viel Fantasie. Möchtest du später noch in den Katalog schauen? Ja, vielleicht stehen dort Erklärungen zu den Bildern. Das hilft oft, die Intention zu verstehen. Manchmal ist es besser, einfach nur zu schauen. Genau, jeder sieht etwas anderes in der Kunst. Was siehst du in dem Bild mit den gelben Linien? Für mich sieht es aus wie eine Stadt bei Nacht. Oh ja, jetzt sehe ich es auch. Wie ein Plan von oben. Siehst du, man muss sich nur Zeit nehmen. Du hast recht, man braucht Geduld für diese Galerie. Wollen wir danach noch einen Kaffee trinken gehen? Sehr gerne, dann können wir weiter diskutieren. Hier gibt es ein kleines Café im Erdgeschoss. Super, lass uns dorthin gehen. Gerne, ich habe sowieso Hunger bekommen. Die Kunst hat mich auch hungrig gemacht. Dann gehen wir jetzt los. Alles klar, ich folge dir. Guten Tag. Willkommen in unserer Schokoladenwerkstatt. Guten Tag. Hier riecht es fantastisch nach Kakao. Vielen Dank. Wir machen alles hier direkt im Haus. Das kann man sehen. Die Auswahl ist ja riesig. Möchten Sie zuerst etwas trinken oder direkt Pralinen kaufen? Ich möchte zuerst einen Kaffee bestellen. Sehr gerne. Wir haben Espresso, Cappuccino oder heiße Schokolade. Ich nehme einen großen Cappuccino bitte. Möchten Sie Zucker oder Zimt dazu? Nur ein bisschen Zucker bitte. Kein Zimt. Sehr wohl. Und für meine Freunde möchte ich Geschenke kaufen. Was für Schokolade mögen Ihre Freunde am liebsten? Meine Freundin mag dunkle Schokolade mit Nüssen. Dann empfehle ich Ihnen diese handgemachten Pralinen hier. Oh, die sehen sehr hübsch aus. Sind das Walnüsse? Das sind Haselnüsse und ein bisschen Meersalz. Das klingt perfekt. Ich nehme eine kleine Packung davon. Sehr gute Wahl. Und für wen suchen Sie noch etwas? Für meine Eltern. Sie lieben weiße Schokolade. Wir haben weiße Schokolade mit getrockneten Erdbeeren. Das sieht sehr appetitlich aus. Davon nehme ich auch etwas. Möchten Sie eine gemischte Schachtel oder nur eine Sorte? Bitte mischen Sie verschiedene Pralinen für mich. Gerne. Ich lege auch einige mit Karamell hinein. Ja, Karamell ist immer gut. Das mag jeder. Haben Sie auch Pralinen mit Marzipan? Ja, natürlich. Hier in dieser Ecke finden Sie Marzipan. Wunderbar. Davon nehme ich 5 Stück. Alles klar. Ich packe alles als Geschenk ein. Das ist sehr nett. Vielen Dank für die Hilfe. Das mache ich sehr gerne. Kommen Sie oft nach Lviv? Nein, das ist mein erster Besuch in dieser Stadt. Gefällt es Ihnen bisher hier bei uns? Ja, sehr. Die Architektur ist wunderschön und die Leute sind nett. Das freut mich zu hören. Lviv ist berühmt für seinen Kaffee. Das habe ich gemerkt. Überall gibt es gemütliche Cafés. Hier ist Ihr Cappuccino. Vorsicht, er ist sehr heiß. Dankeschön. Ich setze mich an das Fenster. Dort haben Sie einen schönen Blick auf den Marktplatz. Ja, das ist ein toller Platz zum Beobachten. Ich bringe Ihnen gleich die Rechnung an den Tisch. Kann ich auch mit Karte bezahlen? Ja, natürlich. Wir akzeptieren alle gängigen Karten. Super. Dann genieße ich jetzt erst einmal meinen Kaffee. Lassen Sie es sich schmecken. Danke. Die Schokolade sieht wirklich wie Kunst aus. Wir geben uns viel Mühe bei der Herstellung. Das merkt man sofort. Vielen Dank nochmal. Sehr gerne. Bis gleich an Ihrem Tisch. Schau mal, Maria. Da oben ist der Eingang zum Funikular. Oh ja, ich sehe ihn. Müssen wir lange warten? Nein, ich glaube nicht. Es kommen gerade viele Leute heraus. Wie viel kostet eine Fahrkarte für die Fahrt? Es ist sehr günstig. Wir können einfach mit der Karte zahlen. Das ist praktisch. Ich liebe diese alten Wagen. Ja, der Funikular in Kiew ist schon über 100 Jahre alt. Das ist eine lange Zeit. Hoffentlich ist er sicher. Keine Sorge.
Er wird jedes Jahr genau geprüft. Schau, der Wagen kommt jetzt. Sollen wir einsteigen? Ja, komm schnell. Wir wollen einen Platz am Fenster haben. Oh, wir haben Glück. Hier vorne ist noch alles frei. Perfekt. Von hier aus sieht man alles am besten. Der Wagen bewegt sich jetzt. Das geht aber langsam. Ja, so können wir die Aussicht länger genießen. Schau mal nach links. Ist das der Fluss Dnipro? Ja, genau. Das ist der Dnipro. Er ist riesig, oder? Er sieht von hier oben aus wie ein Meer. Und dort drüben sieht man das Viertel Podil. Dort wollen wir später spazieren gehen, richtig? Genau. Da gibt es viele alte Gebäude und Restaurants. Die Bäume hier am Hang sind so schön grün. Im Herbst sind sie alle gelb und rot. Das ist auch toll. Ich finde diese Fahrt sehr entspannend. Ja, man entkommt für einen Moment dem Lärm der Stadt. Kiew ist wirklich eine sehr grüne Stadt. Das sagen viele Touristen. Es gibt hier sehr viele Parks. Wo gehen wir hin, wenn wir unten ankommen? Wir kommen direkt am Postplatz an. Was können wir am Postplatz machen? Wir können am Ufer spazieren oder eine Bootstour machen. Eine Bootstour auf dem Dnipro klingt fantastisch. Dann machen wir das. Das Wetter ist heute perfekt dafür. Die Sonne scheint und es ist nicht so heiß. Wir sind schon fast an der unteren Station. Die Fahrt war viel zu kurz für mich. Wir können später wieder nach oben fahren. Ja, das machen wir vielleicht am Abend. Wenn es dunkel ist, sieht die Stadt beleuchtet sehr schön aus. Gute Idee. Jetzt steigen wir erst einmal aus. Warte, bis der Wagen ganz angehalten hat. Alles klar. Ich habe meine Tasche und meine Kamera. Dann lass uns zum Fluss gehen. Ich freue mich schon auf das Eis, das du mir versprochen hast. Natürlich. Am Postplatz gibt es das beste Eis. Dann bin ich jetzt sehr zufrieden. Komm, die Türen öffnen sich jetzt. Los geht's. Kiew wartet auf uns. Auf geht's zum Wasser.